Ihr wollt einen richtig geilen Sucuk-Topf sehen, dann sind ihr bei uns genau richtig, weil jetzt gibt's richtig eine auf die Nüsse, weil jetzt gibt's MG Sucuk-Topf. Und wie wir den machen, das zeigen wir. Ja, und was wir dafür erstmal brauchen, das ist ja erstmal das Wichtigste. Das steht jetzt da unten, das zeige ich euch jetzt. Unser Hauptdarsteller, 500 Gramm Sucuk. Mit Gütesiegel, noch nicht durchtrennt, extra für euch, das kommt erst später. 2 große Süßkartoffeln, so die größeren, was es gab. Dann haben wir Suppengemüse, einmal da ist drin Karotte, einmal Sellerie, Porree oder Lauch, könnt ihr nennen wie ihr wollt. Eine Zucchini und Petersilie, das ist beim Suppengemüse dabei. 500 Gramm gemischtes Hackfleisch und ihr merkt schon, hier hört's auf mit Türkisch, weil da ist Schwein drin. Zum Würzen nimmer Magic Dust. Wer zu faul ist, so wie ich, das zu mischen, hat sich's gekauft. Aber Magic Dust ist wirklich das Gewürz, das was fast jeder mischt und zigtausend Rezepte im Internet gibt. Aber Faulheit siegt. Dann zweimal passierte Tomaten. Wir werden nicht alles brauchen, müssen wir gucken. So 600-700 Gramm nehmen wir da. Und zum Schluss als Topping geriebener Mozzarella. Schön gerieben, haben wir nicht selber gerieben, haben wir gekauft, gebt mir zu. Und wie wir aus den ganzen geilen Zutaten, was hier auf dem Tisch sind, unseren MG Sucuk Topf machen, das zeige ich euch jetzt. Die Kohle ist jetzt richtig durchgeglüht, da kommt jetzt unser Dutch oben drauf. Der muss jetzt richtig Hitze kriegen. In der Zwischenzeit schneiden wir unsere Sucuk-Wurst einfach in Streifen, Vierteln, wie ihr das wollt. Das könnt ihr euch selber raussuchen. Und jetzt das Gütesiegel durchtrennt in der Zielgeraden. Einmal der Anschnitt weg, das Ende weg und ein Knoblauchduft kommt hier hoch, ich sag's euch. Und machen unsere Hackbällchen. Die werden gewürzt mit Magic Dust. Mehr nicht, zu Bällchen geformt. Und werden dann gemeinsam scharf angebraten. Das kommt dann alles wieder raus. Und dann das ganze Gemüse rein. Obendrauf als Topping bisschen Tomatensauce, Sucuk-Wurst und Hackbällchen. Deckel drauf und eine Stunde warten. Dann ist alles drin. Stunde später machen wir den Deckel wieder auf. Aber sonst würde ich jetzt das ganze Gericht alleine machen. Der Gordon darf jetzt noch den Käse drauf tun. Weil er mag nur geschmolzenen Käse. Drum muss der nämlich nur warm werden und schmelzen. Das darf er selber machen. Wir sehen uns nachher, wenn es zum Essen wieder geht. Ich schwitze schon. Ich habe heute die anstrengendste Aufgabe. Ich darf den Käse auf unser MG Sucuk Topf noch verteilen. Bis er dann nämlich fertig ist, haben wir gesagt, als Topping kommt der Käse oben drauf und das machen wir jetzt. So, es brutzelt schon richtig lecker. Es riecht auch verdammt gut. Und jetzt verteilen wir direkt unseren Käse oben drauf. Jetzt kommt der Deckel wieder drauf. Und in 15 Minuten ist unser Sucuk-Topf fertig und dann sehen wir uns zum Verkosten. Wunderbar.
15 Minuten später, der Käse ist zerlaufen. Ein mega Duft steigt hier hoch. Und jetzt werden wir uns an den Tisch begeben und unser Mahl verkosten. Ist an der Zeit, diese geile MG Sucuk Topf zum Verkosten. Ne? Ich würde mal sagen, also er duftet irre. Er riecht nach Knoblauch. Ihr glaubt, Vampire kommt keiner mehr. Ist Sabbat Hier heute nicht. und Frau aber auch nicht. Oder Mann, kommt da drauf an, auf was hier steht. Aber kommt nichts. Und bevor wir uns jetzt hier mega rumreden, ich habe jetzt wirklich Bock. Mir tropft der Zahn, Ja. mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich will das jetzt einfach kosten, weil Ich jetzt mag schon, wir einfach haben hier wissen richtig will, Aquaplaning. wie das schmeckt. Ja, jetzt gucken wir mal. genau. Also, ich nehme jetzt mal Wurst mit Käse und Ham. Ja, mit Süßkartoffeln. Schaut euch das an. Hey, Super. verrückt, ja? Also riechen tut das voll. Okay, Gut. Hammer. Ist jetzt bestimmt bockheiß. Nehmen wir der Käse da hier. Prostet ihr mal. Danke. Oh! Nochmal. Hammer. Alter, war das heiß. Hammer schmeckt es geil. Das habe ich schon mal, also falls jetzt für ihn ekelt, ich hatte das schon mal im Mund. Immer nur halb. Aber das schmeckt mal. Nein, du musst jetzt gleich nochmal probieren. Nochmal mit einem Stück Fleischbällchen, Sucuk und geil. Gemüse. Ja, Boah. das riecht nicht nur. Also Ja, jetzt schmeckt mal. echt mega. Also Ich nehme der andere. ich muss jetzt mal noch mal was sagen. Also das ist jetzt definitiv unter den Top 3 Dutch Oven Rezepte, was ich jemals gegessen habe. Und da waren schon richtig leckere Sachen dabei. Aber das ist definitiv dabei. Hammer, Hammer, Hammer. Also es schmeckt groß. Geil, oder? Macht's mit Macht's nach. und macht's besser. Und das wird bei dem Gericht verdammt schwer, das sage ich euch. Richtig, weil das Bombe ist. Ja. Und wenn ihr Bock habt, mehr so geile Videos zum Sehen, Erleben oder sonst irgendwas, dann. Genau. Dann abonniert uns doch einfach, wenn ihr darauf Bock habt. Und wenn nicht, dann lasst es es einfach halt bleiben. So sieht's mir aus. Aber wir sehen uns dann nächste Woche Donnerstag wieder. Haut rein und tschüss. Um 18 Uhr, Ach so, nicht ja, vergessen. stimmt. Und falls ihr das vergessen solltet, dann macht unten einfach die Glocke an. Ja, dann werdet ihr nämlich informiert, wenn Ja. um 18 Uhr am Donnerstag ein neues Video von uns rauskommt. Also, wir sehen uns. Ciao. Ciao. Und wie Tanzverbot das jetzt sagen würde? Okay. Ciao. Das schmeckt gut, ja? Kartoffeln alles schön bis, also halt so. Die nachfolgenden Sendungen verspäten Sie ungefähr auf eine halbe Stunde, Ja. weil das ist wirklich, wirklich richtig lecker. Aber Ja? du redest gerade wieder mit der Kamera. Der Käse passt perfekt. Also ohne den Käse wäre es nicht so geil. Aber der Käse macht das Ganze nur perfekt. Jetzt hören wir auf, schon haben wir nachher keinen Hunger mehr. Aber das ist mir egal, weil das irgendwie lecker war. Ich muss jetzt noch mal was. Ich mache den Deckel dann drauf, weil sonst frisst er uns alles weg. Und nicht umsonst hat es dann Ranzen. Lecker essen immer dran. Oder? Nutella. Das war jetzt auch nicht schlecht. Ohne Nutella.